ich hatte keine Kohle. Mir ging es zum Teil echt schlecht so. Ich habe manchmal echt so von Brot und ein Stück Käse gelebt, so von Pfand und sowas. Konnte Vattenfall nicht bezahlen und so, habe keinen Strom mehr zu Hause und so. Ich muss in irgendwelche Handyshops gehen und sagen, ey, ich will ganz kurz Solarium gehen, kannst du mir kurz mein Handy aufladen? Ich komme gleich wieder, aber ich hatte keinen Strom zu Hause. So eine Sachen. Nicht professionell, sondern einfach persönlich denkt man sich natürlich, ey, ich will länger drin bleiben, ich will den rausschmeißen, ich will den rausschmeißen, ich will den rausschmeißen. Ja, ich will auch WrestleMania John Cena besiegen. Ja, klar ist das so. Was ich kontrollieren kann, ist, wie sehe ich aus? Und wie fit bin ich und was für eine Leistung. Das war also durchaus auch, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt, aber das war auch gewollt von mir und auch von Gunther so. Wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, 10 Jahre mache und am Ende meiner Karriere nicht einmal bei WrestleMania gekämpft habe, nicht einen Titel gewonnen habe, verspreche ich dir, bin ich genauso glücklich mit meiner Karriere. Bin genauso glücklich mit meiner Karriere, weil dieser Sport und meine Leidenschaft mir millionenfach mehr gegeben hat, als ich mir das jemals erträumt hätte. Weil ich diesen Weg nur aus Liebe und purer Leidenschaft gegangen bin und aus diesem Willen, auch meinen Vater stolz zu machen und so, habe ich am Ende dieses Regenbogens diesen Goldpott gefunden. Hart arbeiten und dran glauben und dann wird alles gut. Am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. So, es ist wieder Dienstag und es gibt wieder eine neue Folge von Kennt Jeder. Und das ist aber heute keine normale Folge für mich, weil ich mir heute eigentlich einen Kindheitstraum erfüllt habe. Also jeder kennt das in den 90er Jahren, hat jeder von uns mal Wrestling geguckt, jeder kennt Undertaker, Bret Hart, Shawn Michaels und so weiter. Und es war mal immer schon ein Traum, einen echten WWE-Star zu treffen. Und ich habe heute einen WWE-Star bei mir und das ist kein normaler WWE-Star, denn es ist der größte deutsche WWE-Star aller Zeiten. Marcel Bartel bzw. Ludwig Kaiser. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ey, krass, du bist 37 Jahre alt, ne? Oh, jetzt ist aber böse. Ich bin 35. 35? 90er Jahrgang, 8. Juli, der Tag, an dem wir Weltmeister geworden sind. Ach, geil. Auch der Tag übrigens, Jahrzehnte später, wo wir Brasilien 7-1 weggehauen haben. Also mein Geburtstag ist für unsere Nationalmannschaft ein richtig guter Tag. Aber du bist 35 und bist jetzt schon der erfolgreichste deutsche Wrestler aller Zeiten. Das ist krass, ne? Also mir selber war das ganz oft gar nicht bewusst, auch so nach dem ersten Royal Rumble, so haben Leute mir auf einmal geschrieben, bist der erste Deutsche jemals im Rumble und so. Ist krass. Aber man muss immer so irgendwie aktiv einen Schritt zurück machen, um ganz viele Sachen zu checken. So. Also gerade so, du bist ja auch krasser Wrestling-Fan, hast da echt viel Wissen und kennst die alle. Mit denen wir so aufgewachsen sind, diese Namen sind halt auf einmal entweder Chefs oder Arbeitskollegen oder aktiv im Ring sogar. Und weil man einfach so am Rasen ist, was den Schedule angeht und auch was so Pressure angeht, was Leistungsdruck angeht und so, da hat man so diesen Tunnelblick oft. Und manchmal in so ruhigen Momenten muss man irgendwie aktiv mal so einen Schritt nach hinten machen und mal so checken, ey, das ist krass, das ist schon heftig, was gerade passiert so. Oder was ich bin jetzt fast 10 Jahre da. So, das ist auch so 10 Jahre, fühlt sich nicht an wie 10 Jahre. So, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, ist voll viel passiert. Gutes, Schlechtes, hoch, runter, dies, das, aber so 10 Jahre ist schon heftig. Was ja auch richtig krass ist, du bist ja auch der erste Deutsche, der in einem WWE-Hauptkampf stand, ne? Bei Raw hast du auch krass gegen Randy Orton im Main-Event gekämpft. Ja, das war also für mich persönlich auch so. Randy war für mich auch immer so jemand, voll das Idol und jemand so, von dem ich auch jetzt nicht aktiv irgendwie Sachen übernommen habe, aber so, der mich schon sehr beeinflusst hat, so, weil der immer schon auch so wie der gearbeitet hat, wollte ich auch eigentlich gerne arbeiten und der hat einfach eine Aura an sich und ein Charisma und auch so im Privaten hat er das auch. Das ist einfach so ein, ja, so wie man bei WWE mal sagt, so larger than life Character einfach so. Der ist wirklich larger than life. So, wenn du den siehst, dann denkst du, boah, krass, das ist eine Persönlichkeit. So, wenn der mit 10 Leuten in den Raum kommt, dann schaust du die anderen nicht an. So, das war cool für mich auf jeden Fall. Wie kriegst du das mit? War das, wie früh wusstest du das? Wann kommt jemand und sagt, ey, pass auf, wir haben eine Idee, du bist im Hauptkampf. Und wie fühlt sich das an? Das Ding ist, ich muss dazu sagen, so, also, dass das jetzt der erste Hauptkampf vom Deutschen so war, das war keine Sekunde irgendwie in meinem Kopf. Da denkt man nicht dran.
Nummer 1, an was ich so denke, ist erstmal so Leistung bringen. Jetzt zeigen, jetzt Gas geben, jetzt nicht mal so den Chefs und so oder dem Publikum und so, sondern mir selber. So dem Kind von vor 20 Jahren, so von dem der geträumt hätte, nicht enttäuschen so mäßig. Das ist immer für mich das Allerwichtigste. Ich bin, glaube ich, ein selbstkritischer Mensch und auch so ungeduldig mit mir selber. Und ich bin auch ein Mensch, ich freue mich nicht so sehr auf das Match selber. Auf das Match selber freue ich mich gar nicht so, weil ich immer sehr viel Druck auf mich packe. So. Am Ende des Tages kann ich mich auf meinen Skill verlassen, so. Aber ich freue mich immer auf das Gefühl danach. Wenn alles cool läuft, wenn du nach hinten kommst, alle sind happy, du schaust dir das Match nochmal an und denkst, ja geil, war gut. Das ist so dieses Gefühl, was ich immer chase. So. Und das war an dem Abend auf jeden Fall so. Und ich war sehr happy damit, aber so Sachen wie so Statistiken oder so Facts oder so, das habe ich selber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wir nehmen das, finde ich, so wahr. Also das ist so krass, weil für uns ist das dann immer so, ey, krass, Ludwig, ja, obwohl ich dich ja bis dahin gar nicht kannte, ne, persönlich, ne, aber denkst du so, oh geil, einer von uns, der ist da. Also das ist so, ja, und dann auch noch mit der Verbindung natürlich Hamburg und so, aber du denkst dann so, einer von uns steht im Main Event gegen Randy Orton. So, das ist so heftig, für uns, glaube ich, oder für die Fans und gerade für die Deutschen ist das natürlich richtig krass. Also das nimmst du. Ja, so mit Abstand ist das für mich auch krass dann, aber in dem Moment an sich nimmst du das einfach nicht so wahr. Da bist du so tunnelblickmäßig unterwegs und das ist nichts, wo man dann irgendwie Gedanken dran verschwendet. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das natürlich schon cool. Das ist auf jeden Fall auch eine Ehre für mich so, ne? Also auch gerade der erste Deutsche zu sein, der das irgendwie geschafft hat, ist schon sehr krass so. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass es mich in dem Moment irgendwie nicht, dass das nicht in meinem Kopf ist, glaube ich. Weil ich glaube, dass schon wichtig ist, dass ich mich irgendwie auf die wichtigen Sachen fokussiere. Weil, ja, hätte ich das jetzt in den Sand gesetzt, dann würden wir sagen, ich bin der erste Deutsche, der gegen Randy Orton im Main Event in den Sand gesetzt hat. Also, Gott sei Dank war nicht so, aber deswegen ist schon wichtig, dass so der Fokus auf den wichtigen Sachen liegt, glaube ich. Und dein Weg ging ja sozusagen von der WXW los, ne? Da hast du eigentlich immer gekämpft, ne? Das war so deine Wrestling-Heimat, ne? Und dann wurdest du entdeckt. Du warst aber nie hier in so einem Tryout, ne? Sondern du hast dich verletzt. Und Boah, krass, dann, du bist ja richtig gut informiert. Klar, du hast dich verletzt und dann haben die gesagt, du gehst direkt in die USA. Also richtig angefangen habe ich in Hannover bei der EWP bei Christian Eckstein, dann bin ich zu Carsten Kretschmer in Stalzhoop in den NFC gewechselt. Da hatten wir eine relativ aktive Szene auch im Norden und so, habe da einiges gemacht und dann tatsächlich auch durch Gunther damals dann den Sprung zur WXW gemacht. Und da ging es dann richtig los, weil da hatten wir dann einen guten Tourplan. Ich weiß noch, das eine Jahr hatten wir fast 100 Dates. So, das war krass. Und das war immer so das, was ich wollte. Mir war irgendwie nie wichtig, dass irgendwie viel Geld rumkommt oder Fame oder irgendwie so ein Kram. Ich wollte immer 3 Sachen. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne so viel catchen, wie ich irgendwie kann. Ich möchte gerne durch meinen Sport und meine Leidenschaft die Welt sehen und ich möchte das alles zusammen mit meinen Freunden und mit meinen Jungs so machen. Und alles das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil das ist alles genauso gekommen und noch 100-mal mehr, als ich das jemals gedacht hätte. So, aber WXW war auf jeden Fall so das Sprungbrett und genau wie du gesagt hast, dann wurde der Kontakt so ein bisschen hergestellt von WWE-Seite. Lustigerweise habe ich mein allererstes Tryout habe ich ausgeschlagen, weil das habe ich schon nach, glaube ich, 3 Jahren oder so bekommen. Fit Finlay hatte mich angeschrieben, dadurch, dass mein Vater ja auch in Deutschland der Mann damals war und die sich natürlich kannten, habe ich da eine Chance bekommen, aber da war ich nicht so weit, ne? Das wusste ich auch selber, also da brauche ich eigentlich nicht hingehen, habe mich dann bedankt für die Chance, aber habe nach ein bisschen Zeit gefragt, so. Und dann hat es nochmal, ja, keine Ahnung, wie lange hat es nochmal gedauert, irgendwie 5, 6 Jahre. Und dann, wurde der Kontakt hergestellt, habe mir dann, ich glaube, 3, 4 Wochen vorher das Knie rausgehauen. In Ludwigshafen, werde ich nie vergessen. Weil für mich war das nie so, für mich war der Sprung zur WWE war jetzt nie so das Ziel. Meine 3 Ziele hatte ich in dem Moment bei WXW eigentlich schon fast erreicht, so. Nicht so, wie wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht sehe, nicht so, aber schon so, dass ich sagen würde, hätte ich jetzt aufgehört, dann wäre ich auch happy gewesen, weil ich wollte einfach nur das machen. So. Aber dann, wenn das so in greifbarer Nähe ist und dann auf einmal dir das so unter den Füßen weggerissen wird, dann ist das war schon hart für mich, ne? Weil ich dann auch dachte, so, dass die Chance, die kriege ich jetzt nie wieder. So, und dann habe ich gesagt, pass auf, Leute, tut mir leid, ich kann es leider nicht machen. Hab dann die Antwort bekommen, alles gut, recover, komm stärker zurück und wir schnacken.
So, und dann habe ich erstmal gar nicht geschrieben, habe dann ein bisschen England Progress gemacht. Und dann haben die das aber gehört und gesehen und haben geschrieben, ey, was geht? Was machen wir? Wir haben irgendwie nochmal ein Tryout am Start. Eigentlich war original wohl eine Tour durch ganz Deutschland geplant und die wollten sich überall Talent anschauen aus Deutschland. Und dann hat Mr. William Regal hat gesagt, den Jungen nehmen wir, sagt die Tour ab. Wir brauchen keinen anderen. Das ist entweder der oder gar keiner. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, pass auf, Tryout brauchst du nicht machen. Was eine riesige Ausnahme ist. Also ich kenne keinen anderen, bei dem das so war. Alle haben irgendwann mal ein Tryout gemacht. Alle. Mehrere eigentlich. Mehrere Tryouts und so weiter und so weiter. Aber ja, ich hatte dann das große Privileg, dann da so einzusteigen. Da ging dann aber auch meine Karriere wieder von vorne los und da musste man dann wieder ganz neu einsteigen. Aber krass ist das erste Mal, wo du es selbst abgesagt hast. Wie alt warst du da? Guck mal, ich habe angefangen 2008. Ja, da muss ich 20 oder so gewesen sein. Du bist 20 und die WWE schreibt dich an oder ruft dich an und sagt, komm zum Try. Du sagst, nee, ich bin nicht so weit. Das ist ja, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, keine Ahnung, ich will Fußballprofi werden, trainiere, bin 20 und rufe Bayern München an und ich sage, nee, ich brauche noch 2-3 Jahre. Ja, das Ding ist, wie gesagt, ich bin ein selbstkritischer Typ, glaube ich. So, und ich habe auch einen hohen Standard an mir selber. Und das Ding ist auch, also zu der Zeit, WWE war ja auch noch ein bisschen anders. So, heutzutage ist es ja WWE viel weltoffener. So. Da ist ja viel mehr Platz auch für internationales Talent und dies und das. Und damals, das waren ja so Zeiten, wo irgendwie Batista und Co. und dies und das und bla, beziehungsweise zu der Zeit weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall waren da schon richtige Ochsen so am Start. Und ich war immer lang so, immer 1,92, aber was habe ich da gewogen? Keine Ahnung, 80 Kilo oder so. Und da habe ich mich selber nicht gesehen und ich wollte dann auch nicht irgendwie dahin gehen und ein Bild hinterlassen, was ich irgendwie, so einen ersten Eindruck hinterlassen, den ich später irgendwie nicht mehr zurücknehmen kann. Also ich wollte gern, wenn ich da hinkomme, dann zeige ich, wer ich bin, was ich kann, in Topform und alles tippitoppi. Und da hatte ich einfach das Gefühl, das macht keinen Sinn und wenn das so sein soll, dann wird das nochmal kommen. Aber es war, wie gesagt, auch wirklich für mich jetzt nicht so das ist das Ziel, wo ich hinarbeite. Von daher, ich bin auch happy, dass ich das so gemacht habe. Das war schon die richtige Entscheidung. Was war so dein Ziel? Einfach bei der WXW das Bestmögliche erreichen? Wir haben immer gesagt, so gerade Gunther und ich damals, mein erster Tag-Team-Partner, der Mac, auch aus Hamburg übrigens, wir wollten immer gerne, so als wir angefangen haben mit Wrestling, war das echt hart. So, ich bin nach Hamburg gezogen, nur für Wrestling mit 18 Jahren und ohne Kohle, ohne alles. Ich habe unterm Ring geschlafen. So, ich bin da hingefahren, das erste Jahr von meinem Wrestling-Training bin ich von Hannover mit dem ICE da hingefahren am Freitag. Habe das Beginner-Training mitgemacht, habe das Advanced-Training mitgemacht, bin dann unterm Ring schlafen gegangen, bin morgens aufgestanden, kurz rüber zu Penny, habe mir kurz was zu essen, ein paar Käse-Schinken-Croissants reingehauen und dann das Gleiche wieder. So 6 Stunden Training, am Sonntag das Gleiche nochmal und dann komplett zerstört, mich wieder in die Bahn gesetzt und wieder zurückgefahren. Das habe ich auch so bestimmt ein Jahr gemacht oder so, bis ich dann hingezogen bin. Weißt du ja, wie das ist, in Hamburg Wohnung finden, dies, das. Das war ein harter Weg am Anfang so. Und wir haben uns gedacht, wenn wir irgendwie was kreieren können in Deutschland, dass Leute später, die auch so diese Leidenschaft haben wie wir, einen einfacheren Einstieg haben. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr als ein Fuffi irgendwie mitnehmen am Ende des Tages. Wenn wir so ein Geschäft für die kreieren können, dann haben wir alles geschafft. So. Und das war so unser Ziel. Und ich glaube, das haben wir damals, wir hatten auch das Glück, dass wir echt einen guten Core hatten bei WXW. Ich würde mal sagen, da waren so 5, 6 Leute, die echt stramm mitgezogen haben, bis zum geht nicht mehr. So auf, keine Ahnung, wir hatten eine Show in Saarbrücken und einer der Chefs hat mich angerufen und hat gesagt, guck mal, Fuffi, wir reden vom Fuffi, so, weißt du, wie ich meine? So, wir können dir den Fuffi leider nicht zahlen, so, weil dich aus Hamburg da einzufahren, dies, das, bla, Show bringt nicht so viel Geld. Ich sag, Digga, gib mir 25, ist mir egal. Ich komme. Ich will das einfach machen, mir ist das egal. So, das war ein geiler Team-Effort. Und das war so unser Ziel. Einfach was kreieren für die Leute, die auch Bock drauf haben. Weil nicht jeder, der das macht, hat auch wirklich Bock darauf. Ganz viele Leute machen das auch aus anderen Gründen. Irgendwie so ein bisschen so, Selbstdarstellung oder vielleicht mal jemand sein für 15 Minuten, der in meinem echten Leben nicht ist und so. Da gibt es ganz, ganz viel. Solche Leute ziehen unser Geschäft leider ganz stark an. Und deswegen haben wir gesagt, wir hatten es echt nicht so schön. Deswegen lass mal daran arbeiten, dass wir was machen können für Leute, die das genauso fühlen wie wir.
Und die habt ja auch echt auf ein neues Level gehoben, ne? Also wenn man jetzt überlegt, so Wrestling, wenn man es jetzt sieht, WXW, GWF, so, wenn man sich da so die Matches anguckt, die haben ein ganz anderes Level als Matches von vor 12, 13, 14 Jahren, ne? So, ne? Das ja, ist auf schon- jeden Fall. Also es hat auch mit vielen Sachen zu tun. Ich glaube einfach natürlich jetzt, dadurch, dass die WWE so stark ist, hat es nochmal einen anderen Effekt auf Leute so. Aber so dieses Rohe, diese Leidenschaft, diesen Bock da drauf und einfach alles andere egal, Ausbildung egal, Körper egal, kaputt, krank, dies, das, egal. Diese Leute, für die wollte ich das machen, so, weil ich auch so war. Das waren so Leute wie wir. Und davon gibt es aber wirklich nicht so viele. Und das waren nicht nur die aktiven Jungs, ne? Ich sage jetzt Gunther, ich sage Mac, ich sage ich. Aber da waren damals so auch so Leute wie Tassilo Jung, Felix Kohlenberg, Christian Michael Jacobi, so, das waren die Leute hinter WXW. Und die haben alle Vollgas gegeben. Wir hatten so einen richtig, richtig guten Chor von Leuten, die gesagt haben, ey, jetzt geben wir alle Vollgas. Das ist so einfach so wie, ja, Nationalmannschaft, als wir das letzte Mal Weltmeister geworden sind. Da waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Drive und da hat alles gepasst einfach. Ja, und dann ging es für dich natürlich dann irgendwann in die USA, ne? NXT und so, aber da habe ich mich gefragt, gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das vermisse ich an Deutschland oder auch jetzt? Also klar, Familie, Freunde und so, das ist natürlich klar, aber gibt es sonst irgendwas, was so Digga, richtig das ist ein vermisst? Thema, ne? Ich schwöre, da haben wir nicht genug Zeit jetzt für, weil das ist so, ich vermisse, also das allererste jetzt mal fernab von Freunden und Familie, sage ich jedes Mal, ist auf jeden Fall das Essen. Und wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, dann auf jeden Fall deutsches Frühstück. Deutsches Frühstück ist das Beste auf der Welt. Auch Brötchen einfach, ne? Brötchen, einfach so, auch, also die Essensqualität einfach auch so. Die Essensqualität, ja, wir Deutschen, wir haben so viele Regeln und wir sind so steif mit vielen Sachen, alles ist so überreguliert. Ja, aber das hat halt einfach auch Vorteile, wie zum Beispiel beim Essen, so bei der Essensqualität und so. Ich habe mir heute schon 4 Mettbrötchen reingehauen, so. Einfach weil ich vermisse das. Ich bin so ein deutscher Junge, was das angeht. Leberwurst, Mettbrötchen, Schinken, guten Käse und sowas. Ich könnte das 3-mal am Tag essen, ist mir egal. Was gibt's da an Frühstück? Eier, Waffles, Pancakes, alles süß, alles so, ja, Bock nicht. Finde ich, also ich bin kein Fan davon. So. Also man kann sich natürlich immer auch irgendwie okay gestalten, so, ne? So Eier kannst du ja halt jeden Tag reinhauen, ist okay. Aber ist nicht das, was ich richtig feiere. So natürlich auch einen guten Döner, so vermisse ich auf jeden Fall. Hau ich mir auch auf jeden Fall öfter mal rein, wenn ich dann hier bin. Da muss ich immer so meinen Jahresbedarf dann schnell in 3-4 Tagen decken. Aber Da bist du hier aber schon direkt richtig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier Kolbstraße. Ist ein guter Döner, sagst du? Kolbstraße ist krass. Also So, Kolbstraße ist das so ein Japag-Döner? ist Das ist ja jetzt der neue Trend. So ja, genau, voll geil. Japag-Döner, genau, muss es Das sein. ist Ja. voll krass für mich, dass wir seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten alle Döner lieben und dass wir irgendwie nach 30 Jahren gecheckt haben, Digga, lass mal mit gutem Fleisch Ja, machen. genau. Was? Ich habe eine Idee. Lass mal gutes Fleisch dafür Schnitt. nehmen, so, weißt du? Aber ja, ich hab den schon jetzt ein paar Mal gegessen, an verschiedenen Orten. Und Bombe. Und in Amerika kriegst du das einfach nicht. Also es gibt schon Döner und so. Nennen die auch so Berlin-Döner und sowas, German-Döner und sowas, aber kannst du nicht vergleichen. Ist schon ein bisschen eine Beleidigung für einen Döner, muss man sagen. So. Die haben natürlich andere Sachen. So, wenn du jetzt Bock auf Burger hast, so, dann kannst du wahrscheinlich nirgendwo anders einen besseren Burger kriegen. Steaks, krass in Amerika. Amerika ist halt immer Masse, Quantität über Qualität. In Deutschland kriegst du weniger, aber ich habe lieber weniger und richtig gut als, ja, eigentlich nicht so geil, aber hier hast du mehr davon. So, weißt du, wie ich meine? Das Ding ist so, ich habe jetzt das Glück, dass ich halt in dieser Kultur aufgewachsen bin und jetzt in dieser anderen Kultur seit 10 Jahren lebe. Das heißt, ich habe diesen Vergleich und es gibt voll viele Sachen, die so viel geiler sind an Amerika, aber es gibt auch voll viele Sachen, die einfach hier geiler sind. So. Und deswegen kann ich mir so ein bisschen für mein zukünftiges Leben auch raussuchen, ja, was mir wichtig ist. So, wo ich mal leben möchte und so weiter. Auf was lege ich voll Wert, was vermisse ich, was brauche ich, auf was habe ich zum Beispiel keinen Bock in Deutschland, auf was habe ich keinen Bock in Amerika und so. Und da habe ich jetzt so einen richtig guten Vergleich. Und jetzt gerade bin ich viel in Mexiko, das heißt, da kriege ich nochmal eine dritte Kultur mit, die ich extrem feiere übrigens. Deswegen, das hat schon voll viele positive Aspekte, dass ich so das Glück habe, dass ich so viel rumkomme und auch, wie gesagt, Amerika hört sich jetzt so negativ an, das Land war immer gut zu mir. So. Ich habe
wirklich ein ganz anderes Leben dort führen können aufgrund dieses Landes. Wurde da nie schlecht behandelt oder sowas, aber am Ende des Tages ist halt zu Hause immer zu Hause, so, weißt du. Und man hat auch immer, wenn man nochmal zur WWE geht, auch das Gefühl, die wollten nicht richtig pushen direkt, hat man das Gefühl, weil wenn man jetzt überlegt, so welche Fäden du letztes Jahr hattest, ne, hier, Randy Orton haben wir schon gesprochen, ne, Braun Breaker, ne, der jetzt irgendwie relativ groß ist, Penta, das sind ja alles gute Namen. Das heißt, so das immer eigentlich, so wenn ich das so überlege, eigentlich immer gute Fäden mit guten Namen. Ne? Das war nie so Undercard irgendwie. Ich habe immer nur mit Top-Leuten gearbeitet. So, egal ob das Sheamus, Drew McIntyre, alle, die du gerade genannt hast. Ich habe gegen John Cena und Seth Rollins in Indien gekämpft, CM Punk. Also es gibt eigentlich fast niemanden, mit dem ich noch nicht irgendwie arbeiten durfte. Und das ist natürlich ein großes Privileg und das ist auch ein großer Vertrauensbeweis. Die wissen, dass ich gut bin. Aber das ist auch so lustig. So hättest du so die Leute, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist. Ich glaube, das kommt auch von so guten Herzen und einer guten Seite. Aber die Leute sind ungeduldig. So. Ich auch. So, versteh mich nicht falsch. Aber wie oft so ich irgendwie mitbekomme, ja, warum hat der jetzt hier verloren? Warum hat der jetzt da verloren? Und wo ist der Titel? Und warum nicht Intercontinental-Titel und bla. Am Ende des Tages, guck mal, ich bin noch irgendwie 3 Jahre jetzt im Main-Roster. Ne? Hätte dir jemand vor 10 Jahren gesagt, dass ein Deutscher das mal macht, da hätten wir alle so gesagt, was? Ja, krass. Niemals und so. Voll, ja. Aber da siehst du mal wieder, wie schnell jeder, ich auch, aber alle sich so voll daran gewöhnen und direkt mehr wollen. So, ja, wo ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Der ist doch schon so und so lange da. Ja, aber guck mal, vor 10 Jahren hätten wir uns alle ein Bein ausgerissen, dass wir einen haben. Jetzt haben wir einen, aber jetzt ist auch schon nicht mehr genug. So, weißt du, wie ich meine? Weil das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Es gab so ein Triple Threat Match zwischen dir, Penta und Pete Dunne. Das hast du ja gewonnen. Und du hattest ja vorher so ein bisschen Niederlagen und so, und dann hast du den gewonnen. Und dann war sofort, ey, okay, jetzt kommt der Gürtel. Ne? Also man ist dann sofort so, okay, jetzt kommt's. Das kommt irgendwie automatisch. Man denkt, jetzt hat er einen Sieg, jetzt wollen sie den pushen, weil Penta war ja auch in dem Kampf, und dann hätten sie auch gewinnen lassen können. Nee, hier, Ludwig Kaiser hat gewonnen. Jetzt geht's ab. Das hast du sofort. Das war bei allem so, ne? Wenn der HSV jetzt 3-mal gewinnt, dann sein Champions League. So, ja, genau. Das ist halt einfach so, ne? Ich verstehe das auch so. Und also verstehe mich nicht falsch, es ist auch nicht so, dass ich das nicht in mir habe. Dass ich nicht sage, und jetzt auf geht's und jetzt mehr und mehr und mehr und mehr. Am Ende des Tages realistisch spielen da aber so viele Sachen mit rein. Zum Beispiel, ich hatte gerade eine richtig gute Zeit, als ich mit Sheamus die Fehde hatte und ihn auch besiegt habe. Und eine Woche danach oder 2 Wochen danach habe ich mir im Match gegen Braun Breaker, ich glaube, innerhalb von 90 Sekunden oder so, der ersten 90 Sekunden habe ich mir die Rippe gebrochen im Match. Und Gott sei Dank relativ nah am Werbebreak. Das sind ja immer in Segmente unterteilt. Wir machen das erste Segment, dann ist Pause, 3 Minuten oder so, was dann nicht im TV ist, und dann nochmal, je nachdem, wie viel man hat. Und ich habe mir innerhalb so der, wie gesagt, ersten 90 Sekunden direkt die Rippe gebrochen. Ich habe es auch schon gemerkt. So. Und habe das auch dem Ringrichter gesagt, so, ey, ich glaube, ich habe mir die Rippe gebrochen. Konnte nicht mehr atmen, gar nichts mehr. Und haben wir das Match zu Ende gemacht. Und dann bin ich nach hinten gegangen. Mein Chef, Triple H, auch sehr korrekt zu mir gewesen, hat dann auch gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, alles gut, dies und das. Aber am Ende des Tages ist unser Geschäft halt so, wenn du raus bist, warten da 10 andere hinter dir. So, das ist ein Haifischbecken. Du musst immer am besten gesund sein, du musst immer abliefern, weil, geh mal jetzt ins PC, so die nächste Generation, da sind 100 Leute, da sind 100 Maschinen. So, das können wir uns als in Deutschland gar nicht vorstellen, was da für Leute sind. Da sind 1,90 Meter Leute, 130 Kilo. Der Typ springt 3 Meter hoch, springt 15 Meter weit gefühlt. Das sind absolute Maschinen. Egal wer da ausfällt, die haben 15 andere. So, das heißt, du kannst gut sein, wie du willst, du kannst performen, wie du willst. Am Ende des Tages musst du available sein und musst abliefern. Und dann denkt man sich natürlich, ja, aber man hätte ja warten können mit. Nein, kann man nicht. The show must go on. So, das ist immer so. Im Showbusiness ist das so. Ist egal. Wir können leider jetzt nicht auf deine Gefühle jetzt irgendwie großartig Wert legen. Und weil du jetzt gerade gut dastandst, und ja, schade. Wir haben nächste Woche wieder 3 Stunden zu füllen. Gib ihm. Wen nehmen wir als nächstes? So ist das leider. Aber weißt du, wie es mit dir storyline-technisch in den nächsten halben Jahr weitergeht? Also gibt es da eine grobes, oder ist Jahr? Das? Ja. Nee, soweit nicht? Krass. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand weiß. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt gerade mit dieser Unreal heißt das, glaube ich, ja, genau. Doku, da hat man ja so einen guten Einblick bekommen, wie die erste Card von WrestleMania aussah für dieses Jahr.
Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war ein Ladder-Match für ein Intercontinental Championship, glaube ich. Und da war mein Name auch drauf. War am Ende aber nicht so. Das, was ich damit sagen will, ist so, jede Woche passiert was anderes. Wusstest du aber, dass die daran denken, dich damit reinzunehmen? Also bist du in dem Prozess involviert? Wissen nicht, weil das Ding ist ja auch, guck mal, ne, wenn du dich mal, mir war das bewusst, aber ich wusste das nicht. So. Du musst sehen, jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt einer dieser Produzenten und das ist der Plan. Und du kommst jetzt zu mir und du sagst mir, hey Ludwig, WrestleMania in 6 Monaten, bist du drauf. Jetzt passiert aber irgendwas. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert. Man hat irgendwer fällt aus, man muss jemand anderen, irgendjemand geht es auf einmal, explodiert komplett und dann bist du nicht drauf. Dann komme ich zu dir und sage, Dicker, du hast doch gesagt, ich bin drauf. So, und das ist ja, ich bin jetzt ein Fall. Und guck mal, wir haben 2 Shows. Wie viel Talent haben wir da? Weiß nicht, 50 Leute oder so. Wenn du das mit jedem machst, ja, dann brennt die Hütte. Das geht nicht. Deswegen 6 Monate auf gar keinen Fall. Nicht mal die nächsten 4 Wochen. So, es gibt immer eine Grundidee, man hört auch immer so ein bisschen, du kannst auch mehr nachgraben, wenn du möchtest, aber ich denke mir so, für was? Ich komme nächsten Montag, ich weiß, ich gebe Vollgas, ich komme da in Top-Shape, alles, was ich kontrollieren kann, ist, wie sehe ich aus und wie fit bin ich und was für eine Leistung bringe ich. Das ist alles, was ich kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, das Allerschwerste und ich glaube, das sieht niemand von außen. Niemand sieht, dass das der schwerste Teil an meinem Beruf ist. Der schwerste Teil ist nicht das Training, das Match, das mache ich seit 20 Jahren. So, das Schwerste ist damit mental umzugehen, dass du niemals weißt, was jetzt kommt. Dass du einen Montag voll oben sein kannst, ein Superstar sein kannst und am nächsten Montag nicht mehr auf der Card bist. Aus irgendwelchen Gründen. Nicht unbedingt, weil du schlecht bist oder so, aber weil jetzt gerade irgendwas anders ist. Und da passieren 1 Million Sachen. Und diese Ungewissheit damit zu leben und nicht in der Lage zu sein, mit den Sachen, die du in deiner Hand hast, das weiter zu beeinflussen, als du sowieso tust mit deiner Leistung, das ist hart. Das ist sehr schwer. Habe ich lange, viele schlaflose Nächte drüber verbracht. Ich werde besser da drin. Aber ich bin ein emotionaler Mensch, ein impulsiver Mensch. Ich bin so ein Mensch, der schwer loslassen kann, der so Kopfkino und Kopfrasen hat. So. Das ist sehr schwer für mich gewesen. Und da war Gunther immer gut für mich. Weil Gunther und ich, wir sind wie so eine Batterie. Er ist so Pluspol, ich bin Minuspol oder andersrum, ist egal. Da, wo ich doll bin, ist er wenig. Und da, wo er doll ist, bin ich wenig. So. Da gleichen wir uns voll gut aus. Und da hat er mir voll viel geholfen, muss ich sagen. Das ist so einfach mental damit umzugehen. Hier und da knallt es immer mal wieder durch, ist klar. Aber ich bin heute viel besser damit, irgendwie zu akzeptieren, dass alles, was ich geben kann, ist 100%. Ja, und der Rest liegt nicht in meiner Hand. Da muss ich mich leider dann einfach drauf einstellen, wie es kommt und dann das Beste draus machen. Aber machst du das dann mit dir aus oder gehst du dann zu einem Produzenten und sagst, ey, ich war jetzt hier 3 Wochen nicht auf der Card, was geht ab? Wann kommt's wieder? Das kommt immer drauf an, ne? Also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Das ist schon vorgekommen, dass ich auch mal zum Chef gegangen bin oder mal dies gemacht habe, mal das gemacht habe. Aber man muss natürlich sich auch so ein bisschen, man muss irgendwie auch versuchen, so einen klaren Blick auf die Show zu haben. So, weil, na klar, für mich geht es um mich, ist ja klar. Das geht für jeden, das ist meine Karriere, das ist meine Zukunft, ist ja klar. Aber für die ja nicht. Für die geht das ja um mich und 100 andere. Und vor allen Dingen geht es erstmal sowieso schon mal nicht um den eigentlichen Menschen dahinter, sondern es geht darum, dass wir eine geile Show jeden Montag irgendwie auf die Beine stellen. Darum geht das. Und deswegen muss man sich auch immer so ein bisschen einfach realistisch sehen. Zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel geben, in Brüssel habe ich einen großen Kampf gegen Penta gehabt. Und das Segment davor war John Cena. Und ich glaube Cody. So. Und die Leute drehen durch. Und wenn die Leute durchdrehen für 20 Minuten und das dann alles so ein bisschen länger läuft, als du glaubst, dass es läuft oder geplant ist, das können die ja auch nichts für, dann geht die Zeit von deinem Match ab oder von den anderen Matches ab. So, das sind so Sachen, die kannst du vorher einfach nicht planen und da sieht man dann einfach, oder muss man sich einfach eingestehen, guck mal, ich muss jetzt ein bisschen zurückstecken, weil John Cena ist ja jetzt gerade im Ring und John Cena hat eine andere Priorität als Ludwig Kaiser oder Penta oder wer auch immer. So. Nicht, dass und nicht jetzt Penta schlecht zu reden oder mich irgendwie unter den Scheffel zu packen oder so, aber es ist nicht nur man selber so, da sind ganz, ganz viele andere Leute und
jeder hat eine gewisse Priorität. Und wenn das der letzte Run von John Cena ist, dann darfst du 3-mal raten, was da Priorität hat. Das ist ganz krass. Das habe ich ja beim Promi-Wrestling, als ich mit den ganzen Wrestlern auch ein bisschen enger zusammengearbeitet habe, ne, hier von aus Deutschland, krass gesehen, wie viel es bei Wrestling auch um das Miteinander geht. Also das ist vielleicht besser als das, was ich gerade mache und deswegen stecke ich zurück, weil in anderen Sportarten, wie du schon sagst, das geht natürlich immer um einen selbst irgendwo. Aber ich finde, ich sehe das nirgendwo so krass wie beim Wrestling, dass man dieses auch hat, okay, für die Show ist es vielleicht sogar das besser, was der andere gerade macht oder der zieht die andere Leute mehr, dann muss ich halt zurückstecken, ne? Ja, das Ding ist halt so, also im Generellen ist es so, dass man eigentlich so, damals, wo ich angefangen habe, da war es eigentlich schon so, du hast 5 Kämpfe, sagen wir mal, und wenn du jetzt den ersten Kampf hast, dann hast du einen anderen Job, als wenn du den letzten Kampf vor der Pause hast. Oder im ersten Kampf nach der Pause hast du einen anderen Job als im Main Event zum Beispiel. So, und man muss so ein bisschen seinen Platz dann kennen, je nachdem, wo man gerade ist. So. Der erste Kampf ist dafür da, dass du die Leute anheizt und dass sie Bock haben. Aber wenn du alles schon rausfeuerst im ersten Kampf, was machen die dann im Main Event? So, das ist so ein bisschen, das war so damals so, das ist Oldschool, einfach Wrestling-Regel, ungeschriebene Regel. Bei WWE ist das wieder ganz anders. Das wäre ganz anders. Da kann im ersten Match schon, keine Ahnung, Cody gegen CM Punk irgendwas Krasses machen oder irgendwie gegen John Cena oder CM Punk gegen Seth Rollins oder sowas. So, ne? Das ist halt wieder eine andere Welt. Eigentlich kann man alles, was man so über Wrestling generell sagen kann, eigentlich fast schon gar nicht auf WWE münzen, weil ich sage immer, das, was ich heute mache bei WWE im Live-TV, das ist so die höchste Kunst von dem, was wir machen, hat aber im Kern nicht mehr so viel damit zu tun, mit was ich damals gemacht habe. Da geht es um Zeiten, da geht es um Timecuts, da geht es um Werbebreaks, da geht es um die richtige Ecke mit dem richtigen Kameramann, mit dem richtigen Shot, mit dem richtigen Timing. Das ist ein Film. So, passt sehr, dass wir jetzt bei Netflix sind. So, das ist Netflix. Das ist einfach, weißt du, da geht es einfach um andere Sachen, als das damals noch bei WXW ging. So. Und ich feiere beides. Aber das muss man sich bewusst machen. Es geht nicht mehr darum, jetzt die ganzen geilen Moves da irgendwie im ersten Match schnell rauszuhauen, die Crowd zu engagieren, sondern es geht darum, dem Segment gerade das zu liefern, was die jetzt gerade in dem Segment brauchen. Es gibt manchmal so Sachen, die versteht man als Zuschauer nicht. Und man dachte, warum hat man dich eigentlich so von Gunther gelöst? Das Imperium so ein bisschen aufgelöst, ne? Das war also durchaus auch, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt, aber das war auch gewollt von mir und auch von Gunther so. Also Imperium an sich kommt ja eigentlich von WXW, das war damals Ringkampf und das war aber anders aufgebaut. So, das würde ich mal sagen, war jeder mehr so auf einer Ebene, würde ich sagen, weil jeder so verschieden war. Das war damals mit Timothy Thatcher, der war so das Raubein, der war so für die Dirty Work zuständig. Ich war so der arrogante Schnösel, der junge Bengel. Und Walter war so der Schlachter, der reinkommt und alles wegmäht. So, ne? Und als wir aber Imperium dann bei WWE gemacht haben, waren ich und mein ehemaliger Tag-Team-Partner halt das Tag-Team und er war der Main Guy, der vorne weggelaufen ist. Und das hat einfach eine andere Dynamik gehabt. Das heißt, Ringkampf oder auch Imperium, meine Seite von Imperium war immer anders als Gunthers. Aber da war keine Priorität drauf, weil wir halt dieses Gimmick so gestartet haben in der WWE und weiter natürlich einfach auch riesen Momentum und Hype hat er einfach, weil er krass ist. So, ne? Er ist einfach krass. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. So, der löst was in den Leuten aus, was nicht jeder bei denen auslösen kann. So. Und das ist auch wieder sowas. Dann geht es darum, dass du deinen Platz da kennst und da dich nicht irgendwie beleidigt fühlst oder so, sondern du musst jetzt diesen Act besser machen, ohne irgendwas wegzunehmen. Und das war mein Job da und das habe ich immer zu 100% gemacht. Aber irgendwann, wenn man mehr möchte, das will ich und wollte ich natürlich, muss man sich davon lösen. Und dann muss man halt, wenn ich weiter Imperium gemacht habe oder weiter den Ludwig Kaiser, wie er hinter Walter gelaufen ist, gemacht habe, dann war das halt immer noch der Tag-Team-Guy. Auch wenn ich dann alleine war der Tag-Team-Guy. Das heißt, da musste irgendwas stattfinden. Da musste irgendwas anders werden und das haben wir damit angegriffen. Krass. Hätte aber auch theoretisch auch war ja auch theoretisch ein Risiko, ne? Weil man kennt euch irgendwie zusammen und so, und dann zu sagen, ich will das aber mal versuchen, mich als Single Guy zu versuchen, kann natürlich auch ein Risiko sein irgendwo. Kann ein Risiko sein, kannst du natürlich
auch versinken so ein bisschen. Aber das ist auch so irgendwie, was ganz wichtig ist in Amerika. Du musst auf dich selber wetten. Du musst an deinen Skill glauben, du musst an dein Können glauben und du musst die Eier haben, zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein, weil ich weiß, dass ich das leisten kann. So, weil du wirst die Chance bekommen. Die Frage ist nur, ob du die nutzt. So, und ich habe alle Chancen toi 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 immer sehr gut genutzt und konnte mir immer mit guter Leistung diesen Respekt verdienen und habe dementsprechend das dann auch gut gemeistert. Aber klar, hätte auch anders kommen können, klar. Bemerkenswert fand ich deinen Auftritt beim Royal Rumble. Der war ja relativ kurz, ne? Bist direkt wieder raus. Ist das eigentlich gut, weil man eigentlich sagt, das bleibt in Erinnerung? Weil wenn du jetzt reingegangen wärst und nach 4 Minuten rausgeflogen wärst oder 6 oder was auch immer, wäre es halt ein ganz normaler Run-In gewesen. Und so hat es ein Special-Ding? Oder sagst du, oder hat man das Gefühl, nee, ist ja blöd, ich hätte gern länger im Royal Rumble teilgenommen? Ja, ist genau das, was ich vorhin meinte. So, man muss seinen Spot kennen. Und ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ist erstmal egal. So, du musst das so gut machen wie möglich. Und klar, man kann das jetzt von verschiedenen Seiten sehen. Ja, das war natürlich ein Aufbau für mich gegen Penta. Danach ist die Story losgegangen mit uns beiden. Man kann sich jetzt persönlich angegriffen fühlen, dass man der Typ ist, der nach 3-4 Sekunden rausfliegt. Oder man kann sehen, guck mal, die nehmen dich, weil du jemand bist, der Heat generieren kann, wie wir das sagen, also Buhrufe und so weiter, der nicht viel Zeit braucht, um eine gewisse Reaktion zu bekommen. Und alles da reinlegen und das dann halt so gut machen wie möglich. So. Das habe ich gemacht. Natürlich persönlich, nicht professionell, sondern einfach persönlich denkt man sich natürlich, ey, ich will länger drin bleiben, ich will den rausschmeißen, ich will den rausschmeißen, ich will den rausschmeißen. Ja, ich will auch WrestleMania John Cena besiegen. Ja, klar ist das so. Aber so kann man da nicht rangehen. Als Profi vor allen Dingen nicht. So geht das nicht. Deswegen war das im Endeffekt, glaube ich, schon auch eine Art Kompliment, dass sie gesagt haben, so heutzutage Heels sind ja so, es gibt viele coole Heels auch, es gibt so ganz viele Heels, die auch irgendwie jetzt nicht unbedingt die Buhrufe kriegen, sondern irgendwie einfach auch cool sind. Da gibt es momentan, keine Ahnung, wen gibt es da? Logan Paul, Dominic Mysterio und mich zu der Zeit. Da gibt es nicht mehr so viele von. Und deswegen war das auf jeden Fall schon eigentlich ein Kompliment. Aber natürlich ist da auch mal eine persönliche Seite dabei, wo man denkt, oh Mann, ich hätte eigentlich gerne mehr gemacht. So, aber das ist wieder genau das, was ich vorhin meinte, so dieser mentale Aspekt, dieses nicht so viel darüber nachdenken, warum, wieso, weshalb, aber ich hätte, gerne, würde, das ist alles Quatsch im Endeffekt. Mach deinen Job so gut, wie es geht. Du bist da aus dem Grund. Vertrau darauf und das, was die von dir haben wollen, gib denen das und nochmal doppelt drauf. Wo willst du gerne hin? Hast du noch so ein Ziel? Willst du mal einen Titel gewinnen? Willst du mal bei einer der großen Shows irgendwie, also SummerSlam, WrestleMania mal einen Kampf haben? Also hast du irgendwie, wo du sagst, ey, das wäre geil, wenn das noch klappen würde? Ja, klar, also das Ding ist, klar, wenn man jetzt, ich glaube, es gibt niemanden in dieser Firma, der nicht sagt, er möchte bei WrestleMania sein. So. Natürlich sind das Sachen. Bei mir ist halt heutzutage, du musst schauen, ich bin 35 Jahre alt, ich mache das jetzt fast 20 Jahre. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass heutzutage nicht auch andere Faktoren damit reinspielen und nicht andere Faktoren auch wichtig sind für mich so. Aber mein Herz schlägt natürlich immer noch für Wrestling so. Das ist alles, was ich immer machen wollte. Und deswegen natürlich möchte ich gerne einen Titel gewinnen. Natürlich möchte ich gerne bei WrestleMania sein und so. Aber wieder, alles, was ich machen kann, alles, was ich in meiner Hand habe, ist tipptopp da ankommen, gebräunt, top in shape, gute Leistung abbringen. Und der Rest, der liegt nicht bei mir. Das heißt, ich sage so, wenn ich jetzt noch, 10 Jahre mache und am Ende meiner Karriere nicht einmal bei WrestleMania gekämpft habe, nicht einen Titel gewonnen habe, verspreche ich dir, bin ich genauso glücklich mit meiner Karriere. Ich bin genauso glücklich mit meiner Karriere, weil dieser Sport und meine Leidenschaft mir millionenfach mehr gegeben hat, als ich mir das jemals erträumt hätte. Hättest du mir vor 10 Jahren das erzählt, ne? Hätte ich dir niemals geglaubt. Niemals. Ich hab mal ein Gespräch mit meiner kleinen Schwester gehabt,
Ist 2 Jahre jünger als ich. Extrem intelligentes Mädchen, Ackerin, wirklich, gibt Vollgas für ihre Träume, so, setzt sich hin, 8 Stunden, ackert. Die hat mal zu mir gesagt, Marcel, du könntest das auch alles machen. Warum machst du das nicht? Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte meine besten Jahre in meinem Leben damit verbringen, was ich liebe. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich mit 45 von der Stütze lebe und irgendwo in Steilo hock. So, aber das war cool für mich. Ich wäre glücklich damit gewesen. Und jetzt schaue ich mich heute an. Alles ist tipptopp, alles ist gut. So. Man darf nicht undankbar sein. Man darf nicht gierig sein. Und am Ende des Tages, toi, 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 in meinem Leben kam immer alles so, wie ich wollte und noch besser. Das heißt, am Ende des Tages gibt es so 2 Sachen, an denen ich festhalte. Hart arbeiten und dran glauben. Und dann wird alles gut. Am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Ja, und es ist genauso, wie du sagst. Es ist ja tatsächlich, vor ein paar Jahren hätte man sich gewünscht, komm, irgendwo ein Deutscher bei NXT irgendwie, ne? Komm, zumindest irgendwie, ne? Da hast du dich sehr über Cesaro gefreut, dass zumindest ein Schweizer da ist und so, ne? Also nie im Leben geträumt, dass ein Deutscher mal da ist. Und dass es jetzt mit Axel dann geklappt hat, ne? Und mit dir dann also noch mal größer, ist natürlich schon auch echt geil und hat, glaube ich, auch nochmal Wrestling in Deutschland echt verändert. Ja, man sieht es auch an den Zahlen. Also das ist zum Beispiel jetzt was Messbares. Ne? Also gerade Gunther und ich als Deutschsprachige, die haben das auf jeden Fall schon, ich glaube, alle Shows jetzt waren so gut wie ausverkauft. Zumindest die ganz großen. Bash in Berlin war ein riesiger Erfolg. Wirklich richtig gut. Da bin ich auch sehr stolz auf unser Publikum, weil wenn du mal so ein bisschen den Vergleich anstößt, zum Beispiel britisches Publikum und deutsches Publikum. Jetzt nicht mal Wrestling, sondern allgemein Konzerte, keine Ahnung, irgendwas. Da ist ein großer Unterschied. Amerika noch krasser. Jeder Amerikaner hat auch was mit der Kultur zu tun. Die Amis so, die schämen sich nicht für, der steht in der ersten Reihe und jeder denkt sich, ich bin special, ich bin der geilste Typ hier, let's go. Kommt da irgendwie, keine Ahnung, ein ganz crazy Outfit und geht ab. In Deutschland ist so, wenn da einer so abgeht, guck mal, was der da macht. Das ist ja peinlich und so. Weißt du, das ist einfach eine andere, das ist einfach kulturell bedingt voll, anders. Ja, das stimmt. So, aber die haben sich so krass organisiert, die haben so geile Stimmung gemacht, das war so krass, bin ich so dankbar für. Die haben richtig supported und haben sich richtig gut aufgestellt. Gerade nach Frankreich so. Frankreich hat den Standard mies hochgelegt. Und da mussten wir uns nicht verstecken. Und da bin ich echt sehr stolz auf unsere Leute. Ich weiß noch, der Kampf hier, Randy Orton hat gegen Gunther, glaube ich, Bash in Berlin gekämpft. Und dann haben die sich ja kurz gelöst. Und dann selbst Randy Orton, der ja alles erlebt hat. Alle Hallen, alle Shows. Dem hast du voll angesehen, wie der dann so rumgeguckt hat. Und einfach mega fasziniert war, was da abgeht. Ne? Krass, der stand ja wirklich 2 Minuten, 3 Minuten haben sie den Kampf halb unterbrochen und haben nur geguckt, was die Leute da machen. Ne? Heftig, ne? Und bei einem Randy Orton, ne? Wo du denkst, ey, der hat alles gesehen. Der hat alles gesehen, ne? Das ist heftig. Das war wirklich krass. Und ich hatte ein bisschen Bedenken vor. Ich habe gedacht, oh, bitte, Jungs, zeigt, was wir drauf haben. Das haben die auch gemacht und noch mal mehr. Also schon krass. Ich habe so ein bisschen investigativ recherchiert. Oha, was kommt jetzt? Und habe eine wichtige Frage. Oha. Hast du schon mal unter einer Maske gekämpft? Ich? Ja. Nee, aber ich kenne Leute, die das schon gemacht haben. So. Du selber aber noch nie? Ich noch nicht. Ludwig Kaiser noch nicht. Du hast ja schon super viel erlebt. Gibt es so jetzt schon, wo du sagst, das war dein bisher bester Wrestling-Moment in deiner Karriere? Ja, der war aber nicht bei WWE. Sondern? Bei WXW in der Markthalle. Da haben Mac und ich gegen Walter und seinen Tag-Team-Partner von damals gekämpft. Das war ein Tag-Team-Kampf. Da habe ich stark geblutet im Kampf. Mein Vater war erste Reihe. Und der hat nach dem Kampf, als wir gewonnen haben, bei mir zu Hause in der Markthalle in Hamburg, hat er das Mikrofon genommen und hat zu mir gesagt, mein Junge, ich bin so stolz auf dich. Du wirst mal ein ganz großer. Da bin ich sicher. Dann kriege ich Gänsehaut bis überall. Also das war, ich habe das ja alles, diese ganze Leidenschaft, alles, wie ich mich gebe, wie ich bin und so weiter, das habe ich ja alles durch meinen Vater. So, alles, was Wrestling angeht, habe ich durch meinen Vater. Alles, was so emotional angeht, wer ich bin, charakterlich, habe ich ganz viel von meiner Mutter. So, und ich sage immer so, mein Vater hat mir so diese Leidenschaft dafür gegeben, aber meine Mom hat mir alles ermöglicht. So. Meine Mom hat mir so die letzten 20 Euro aus ihrer Tasche gegeben, damit ich zum Wrestling fahren kann und sowas. Ohne meine Mom, da wäre ich nichts. So, ich bin heute der Mann, der ich bin,
würde ich sagen, also so einen großen Teil meine Mutter. So, mein Vater ist mein Hero, aber meine Mutter ist mein Herz. So, weißt du, die hat mir alles ermöglicht. Und der Moment so für mich, dass er da war, das gesagt hat, das war krass. Ich denke mir auch heute, 2015 ist mein Vater leider verstorben, aber ich denke mir ganz oft heute so, boah, wenn er sehen könnte, wenn er jetzt so durchs Fernsehen zappen würde und er würde mich sehen in Amerika auf seinem Fernseher, mehr geht nicht. So, ich sage immer, meine Schwester hätte Bundeskanzlerin werden können. Das wäre auch geil, aber nicht so wie mein Junge ist Ringer geworden, genau wie ich. So, ich habe auch lange unter seinem Namen gekämpft und so mit seinen Boots gekämpft die ersten 10 Jahre und so. Das war auf jeden Fall der krasseste Moment für mich. Bei WWE, guck mal, das sind voll viele Sachen. So, ich weiß noch, so einer von den Momenten auf jeden Fall war, als ich so mit Rey Mysterio zum Beispiel das erste Mal gekämpft habe. Das war krass. So, der ist so eine Legende. Der ist einfach auch so ein krasser Typ, so einfach Gentleman im Ring, außerhalb des Rings, einfach krass. Randy Orton natürlich war für mich ultra krass. Natürlich auch so John Cena natürlich, ne? So vor voll vielen wilden Leuten in Indien irgendwie mit John Cena zu arbeiten, war auch heftig. Es gibt voll viele Momente. Keine Ahnung, das erste Mal so mit Triple H Kontakt haben. So, der war der Bösewicht meiner Kindheit. So, ich war immer voll der The Rock-Fan. So, der war der coolste für mich. So, und dann, der ist mein Chef heute. Shawn Michaels, so habe ich voll lange mit gearbeitet, so habe auch als Coach mit mir gearbeitet und so bei Shawn Michaels. So, den habe ich als Heartbreak Kid, als kleinen Jungen mit der Figur gespielt und sowas. So. Und heute schreibt er mir irgendwie SMS, irgendwie, ey, wir müssen dies und das auf Arbeit machen. So, das ist voll surreal. So. Da könnte ich jetzt noch so viele verschiedene Sachen aufzählen, keine Ahnung. Auch bei NXT noch, als ich noch gar nicht so richtig im Fernsehen war, da waren so Scott Hall bei uns, hat ein Seminar gemacht, wir haben so mit ihm geschnackt und so. Ja, ultra viele Sachen, ultra viele Momente. Ja, und es ist halt, weil du gerade auch diesen WXW-Moment mit deinem Vater erwähnt hast, ich fand es auch richtig krass, wo du dann, ich glaube, es war vor einem Jahr oder so, bist du nochmal zur WXW zurückgekehrt, nur als ein Auftritt am Ende nochmal reingekommen, was da in der Halle los war. Also wie ist dieser Moment, wenn du siehst, ey krass, also hier habe ich mal gekämpft, jetzt komme ich hier als WWE-Star zurück und so werde ich empfangen. Also was war das für ein Moment für dich? Ich bin so ein Mensch, ich fühle so Nostalgie-Momente und allgemein so Herzensmomente fühle ich schon sehr stark. So. Also das war schon krass für mich. Habe mir auch extra ein bisschen Zeit gelassen mit dem Rauskommen, habe die so reagieren lassen, einfach so ein bisschen wirken lassen. Markthalle hat auch eine geile Akustik und so, ne? Haben die auch cool gemacht. Die haben echt noch lange gerätselt, wer ist das? Und als das dann kam, der Name, sind die durchgedreht. Das war so krass. War sehr geil, weil, guck mal, ich gehe da so raus, heute natürlich mit einem anderen Namen und irgendwie auch ganz viel in meinem Leben ist anders heute. Aber ich sehe so voll viele bekannte Gesichter. Ich kenne so manche von den Fans, die kenne ich seit Anfang meiner Karriere einfach. So, das ist richtig krass. Das war auf jeden Fall auch ein richtig schöner Moment für mich. Ich hoffe für alle anderen auch. So, ich glaube, das Feedback, was ich bekommen habe, war schon dementsprechend. Ich liebe das, wenn man so irgendwie nochmal mit seinen Leuten von damals so irgendwie was machen kann, vielleicht auch ein Stück weit irgendwie was zurückgeben kann oder so. Das geht mir schon nah ans Herz. Ich habe das sehr gefeiert. Ich liebe sowas. Aber auch das erste Mal zum Beispiel, wann war das? Dieses Jahr, letztes Jahr? Ich bin HSV-Fan, so, immer ins Stadion gegangen und so. Und dann einfach gekämpft gegenüber in der Barclaycard. So. Das war einfach so real. Habe ich schon 2-mal gekämpft. Das sind so diese Momente, wo man so, wie gesagt, so den Schritt zurück macht und sagt, Dicker, vor 10 Jahren so bin ich hier Nordkurve reingelaufen und jetzt kommen Leute hier, haben ein Ticket gezahlt, damit sie mich als Hamburger hier jetzt in der Barclay sehen können. So, das ist crazy. Ich finde es richtig krass, dass man dir, also ich weiß nicht, wie du es machst, oder es muss wahrscheinlich irgendwie, liegt wahrscheinlich an der Erziehung auch und so, dass du so bodenständig bist, also man hat immer das Gefühl, also auch von den anderen Interviews, die ich von dir gelesen habe und gesehen habe und so, hat immer das Gefühl, du hast nie vergessen, so wo du herkommst, also auch in unserer Kommunikation und so, ne? Das wirkt alles immer so krass bodenständig und so, weil man denkt immer so, okay, WWE-Star, wohnt in den USA, hat einen großen Vertrag, ne? Und wahrscheinlich irgendwie hier oben. Aber irgendwie holst du dich immer wieder runter, hat man das Gefühl, ne? Das Ding ist so, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich, wie gesagt, voll das Herz für diese Momente habe. Weil,
Guck mal, als ich damals bei WXW war und so, ich hatte nix, wirklich so. Also ich hätte mehr haben können, so. Ich habe immer Support gehabt von meiner Mom und von meiner Familie allgemein. Aber ich bin mit 18 allein nach Hamburg gezogen, so, um Wrestler zu werden. So. Und habe mich durchgeschlagen mit so Callcenter-Jobs und sowas. Und dann habe ich irgendwann die Ausbildung bei Otto angefangen. Und ich habe bei den allen, was ich so gemacht habe, aber wirklich keinen Millimeter mehr gemacht, als ich musste, damit ich Ruhe habe und Wrestling machen kann. So, das war immer so, das war das Allerwichtigste für mich. Und auf eine Art und Weise, ich hatte wirklich damals, ich habe, glaube ich, für meine Wohnung damals 700 € bezahlt oder so und ich habe, glaube ich, 500 verdient bei meinem Ausbildungsjob. So. Ich hatte keine Kohle. Mir ging es zum Teil echt schlecht. So. Ich habe manchmal echt so von Brot und ein Stück Käse gelebt, so, von Pfand und sowas. Aber aus eigener Schuld, weil es mir auch nicht wichtig genug war. Ich hätte ja mehr arbeiten können, ich hätte ja mehr machen können. Aber mir war das egal. Ich habe das alles einfach so zur Seite geschoben und so, scheiß drauf, ich will einfach das machen. So. Ich verdiene dann nur einen Fuffi, da würde ich viel mehr Geld verdienen, aber das ist mir egal. Ich wollte nur das machen. Und auf irgendeine Art und Weise hatte ich damals so eine Happiness, die ich heute nicht mehr habe. Heute bin ich anders happy. Ist auch voll geil, ich habe ein geiles Leben, ich will mich nicht beschweren. Ist alles krass, 1000-mal krasser, als ich mir das jemals erwartet habe. Aber ich hatte damals so nichts zu verlieren. So, ich hatte nichts zu verlieren damals. Und je mehr du zu verlieren hast, desto mehr Sorgen hast du auch so. More money, more problems. Das ist wirklich so am Ende des Tages. Und muss nicht nur Money sein, kann auch jetzt einfach Karriereleiter sein. So, je höher du bist, desto tiefer kannst du fallen. Und wie gesagt, ich bin anders happy heute. Aber ich schaue gerne zurück, wie das damals war. Und ich fühle mich gerne wieder so, obwohl das richtig harte Zeiten waren. Ich könnte Storys erzählen, so was ich machen musste, so irgendwie konnte Vattenfall nicht bezahlen und so, habe keinen Strom mehr zu Hause und so. Ich muss in irgendwelche Handyshops gehen und sagen, hey, ich will ganz kurz Solarium gehen, kannst du mir kurz mein Handy aufladen? Ich komme gleich wieder, aber ich hatte keinen Strom zu Hause. So eine Sache. Krass, so, weißt du, so eine da komme ich her. So. Und trotz diesen ganzen richtig schlimmen Sachen war ich trotzdem happy, weil ich das machen konnte. Diesen ganzen Scheiß habe ich in Kauf genommen, weil ich das machen konnte, was ich immer machen wollte irgendwie so, um meinen Vater stolz zu machen. Ich habe schon in diese Poesiealben damals reingeschrieben, so, was willst du werden? Ich werde Wrestler. 100%ig so. Das war immer mein Ding, egal ob hier oder da oder es ist ganz egal gewesen. Und ich glaube, deswegen hält mich das immer irgendwie auch so an diesem Punkt, wo ich damals war und hält mich immer so am Boden, weil ich einfach das auch immer noch feiere. Auch wenn es richtig eklig war. Ich feiere es trotzdem. Ich gucke da gerne zurück so, weil mich das auch als Mensch geshaped hat und so. Wenn ich jetzt hier bin, so zum Beispiel, gehe gerne nochmal so zu meinem alten Trainer Carsten Kretschmer, der hat jetzt den NFC in Wandsbek, ich glaube Walddörfer Straße. Da gehe ich immer noch so gerne hin. Einfach so, weil mir das so ein Gefühl gibt von damals. Ich fahre gerne nochmal so zu meiner alten Wohnung und so, die ich kaum bezahlen konnte und so eine Dinger. In die ich reingekommen bin, damals meine Freundin mit mir Schluss gemacht, ich komme nach Hause, versuche Licht anzumachen, kein Strom mehr, Katastrophe. Und trotzdem, ich würde das wieder genauso machen. Ich schwör's dir, ich würde das wieder genauso machen. Richtig krass, ja. Aber das ist ja, glaube ich, ich glaube, du wirst immer erfolgreich irgendwo, was du mit deiner Leidenschaft machst und wo du nicht, oder ne, wo du nicht denkst, ey komm, ne, ich mach's jetzt, weil's Kohle bringt oder so, ne? Sobald du Leidenschaft drin hast, ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ich glaube, wenn du wirklich hart arbeitest und einfach, ich glaube, der Key ist so, und das sehe ich bei ganz vielen anderen Leuten, es gibt nicht viele Menschen, die wirklich für was brennen. Und ich rede nicht von Hobby, ich gehe gern angeln oder so, ich brennen. So. Ich würde immer jemandem erzählen, der jetzt sagt, sagen wir mal, keine Ahnung, der ist ein Daddler, der hat Bock auf FIFA-Daddeln oder wie auch immer so und der sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten so, ich liebe das. Digga, mach das, aber unter einer Prämisse. Es muss dir egal sein, ob du es schaffst oder nicht, weil mir war es egal. Wie gesagt, ich habe gedacht, ich lebe von der Stütze mit 45. Es muss dir egal sein. Du musst so sehr dafür brennen, dass du sagst, egal was passiert, egal ob ich da ende oder da, ich bin happy damit, das ist meine Entscheidung. Und dann, ich bin fest davon überzeugt, weil ich diesen Weg nur aus Liebe und purer Leidenschaft gegangen bin und aus diesem Willen auch meinen Vater stolz zu machen und so, habe ich am Ende dieses Regenbogens diesen Goldpot gefunden. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin sicher, hätte ich so gesagt, ich will zur WWE, ich will Geld, ich will Fame, ich will Frauen, ich will dies, ich will das, dann wäre das nicht so gekommen. Glaube ich nicht.
Das war einfach nur, weil ich wirklich blind, Scheuklappen, alles egal, ich mache das nur für mich und für mein Herz und für meine Leidenschaft. Deswegen ist das so gekommen, da glaube ich fest dran. Krass, ja, aber das merkt man ja an. Also ich finde, sobald du über Wrestling sprichst, hast du sofort so ganz anderes Feuer drin. Das ist so richtig deins, ne? Also so richtig das Gefühl, es gibt ja auch welche, keine Ahnung, die spielen halt Fußball und sagen, na, ich will Profi werden. Dann machen die das bis 17, sind sie noch nicht bei der A-Bundesliga oder wo auch immer und sagen, ja komm, scheiß drauf. Und dann merkst du also, okay, das ist halt tatsächlich für Karriere und bei dir merkt man richtig, das ist so Feuer drin. Das heißt, wenn du jetzt nie bei der WWE gelandet wärst, würde man heute wahrscheinlich immer noch WXW kämpfen und nebenbei irgendwo Hauptsache irgendwie Miete bezahlen halbwegs und locker so Callcenter arbeiten oder sowas. Locker. Hat immer schon eine ganz gute Promo, weißt du, am Telefon hilft auch, gute Promo so. 100%. Ich würde es auf jeden Fall immer noch machen. Also ich mache es auch so lange, wie der Körper geht. Guck mal, ich muss natürlich dazu sagen auch, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, heute habe ich andere Prioritäten. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich muss irgendwie auch sehen, dass mein Körper irgendwie noch so okay ist, dass ich vielleicht, wenn ich in 5 Jahren mal irgendwie Kinder haben will oder so, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. So. Mein Vater war ja genauso wie ich. Noch besessener, glaube ich. Der war 5-mal verheiratet, hat 5 verschiedene Sprachen gesprochen. Der war so ein richtiger Oldschool-Catcher. Aber ich bin mit dem Vater aufgewachsen, der ist 1933 geboren. Meine Mutter, als sie geheiratet haben, war 33 Jahre jünger. Die war 18 Jahre alt, er war 33 Jahre älter. Stell dir das heute mal vor, das ist crazy. Ja. So. Aber ich bin so damit aufgewachsen. Der hat mir das so, das war so dieses Leben, was der mir so vorgelebt hat und so. Und ich glaube, deswegen sind ganz viele Sachen bei mir heute so, wie sie halt sind. Und da bin ich auch echt voll dankbar für. Wrestling hat sich auch krass verändert, ne? Also früher dachte man wirklich, Undertaker ist ein Halbtoter, der Leute begräbt, ne? So ein bisschen, weißt du, das war so echt. Heutzutage ist natürlich durch Insta und so, ne? Oder auch so durch Sachen, ne? So wie man dich jetzt in so einem Interview erlebt, ne? Dass man weiß, okay, das sind jetzt Charaktere, ne? Und das sind Geschichten, die erzählt werden. Das ist, hast du ganz gut ausgedrückt, wie so ein Film, ne? Findest du das gut? Also, dass du dann sagst, ey, komm, jetzt weiß man das, ich bin jetzt nicht wirklich so. Oder hättest du es am liebsten, dass man auch alle denken, ja, guck mal hier, der Ludwig, der ist so ein arroganter Schnösel, der zieht die Leute hier ab. Ja, mein ganzes Leben lang haben Leute das immer gedacht. Ich war immer ein Mensch, der immer erstmal irgendwie so einen Effort machen musste, seinen Charakter zu zeigen und da hat das eigentlich ganz gut geklappt. Aber ich war auch immer schon so der Typ, irgendwie, keine Ahnung, im Club 10 Leute, stellst du 10 Leute auf, der aggressive Typ, der will mir in die Fresse hauen. Ja. Immer schon. Das war immer schon so. Undertaker hat das mal letztens gesagt, irgendwann so, er hat gesagt, der hat einen sehr hateable Face. Ja, genau, ja. Das war bei mir einfach immer schon so. Guck mal, das ist eine gute Frage, weil da haben sich jetzt auch schon ein paar andere Leute drüber geäußert. So, das Ding ist, unsere Generation und natürlich noch alle anderen Generationen davor, die sind aufgewachsen so K-Fape. So für die das nicht wissen, so diesen Mythos von, das ist alles echt am Leben halten. Was am Ende des Tages ja, das beleidigt Leute so ein bisschen, weil die denken, so willst du mich verarschen? Das wissen wir doch. Am Ende des Tages ist es aber eigentlich zuträglich so für das Enjoyment der Leute, weil sobald du weißt, so und so ist, das kannst du es nicht mehr so sehen und genießen. Ich könnte jetzt Sachen sagen, wie wir Sachen machen, zum Beispiel im Ring, dies, das, bla, das kannst du nie wieder nicht sehen. Ich garantiere dir, du weißt ganz viele Sachen nicht, wenn ich dir das jetzt sage, kannst du Wrestling nie wieder so schauen, wie du es schaust. Und das ist nicht cool. Eigentlich, klar will man immer ein bisschen wissen. Man will so wissen, wie Leute. Klar, das ist voll interessant, so Unreal. Das ist voll interessant. Ich verstehe das. Aber es nimmt dir auch den Spaß daran weg. So, weißt du, wie ich meine? Ich bin da immer noch oldschool. Mein Vater war besessen davon. Deswegen, es ist schwierig. Es ist voll schwierig, so offen darüber zu reden und so, weil wir alle so aufgewachsen sind in diesem Ding. Bis zum Tod wird das nicht. Mein Vater hat mir, bis ich 13 war oder so, nicht erzählt, was los ist. Und dann hat er so angefangen, mir so peu à peu, ja, bei dem einen Kampf, da war es gerade mal wichtig, deswegen war das so, aber sonst immer echt. Ja, bei dem auch so peu à peu, so tief ist das in den Leuten drin, so dieses Oldschool in mir, dem fällt das schon schwer. Aber ich verstehe auch, dass heutzutage eine andere Generation ist und wir in einer anderen Zeit leben. Und dass man sich einfach weiterentwickeln muss. So wie wir uns weiterentwickeln müssen, muss sich der Sport weiterentwickeln und das Produkt an sich weiterentwickeln. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen mit der Zeit gehen und sich anpassen. Trotzdem ist es, glaube ich, für jeden immer noch so ein bisschen komisch, so darüber zu reden oder auch hinten jetzt Backstage, so während du hinten redest mit jemandem, der einen Netflix Typ packt irgendwie so eine Kamera von oben über dich drüber und hört dir so zu, ist komisch. Kann ich nicht anders sagen. Weil ich habe eine Folge Unreal gesehen und habe es dann nicht weitergeguckt. Ist schlau wahrscheinlich. Ja, ich habe es nicht geguckt, weil
also mir macht's was kaputt. Also ich gucke jede Raw, ich gucke jede Smackdown, ich gucke jede PLE, ich gucke alles wirklich. Aber ich wollte es nicht gucken. Also war wirklich, ich dachte, nee, ich glaube, ich will es nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie Triple H da sitzt mit den Produzenten und dann überlegt, das hätte auch so und so und so will ich halt nicht. Also für mich muss das. Finde ich cool. Ich verstehe den Appeal. Ich verstehe das komplett. Aber das ist so, keine Ahnung, wenn jetzt. Ich bin so oldschool, der einzige Magier, den ich kenne, ist David Copperfield, ne? Ich bin so alt. Aber so, wenn du jetzt David Copperfield zur Show gehst so und dann der dir sagt, soll ich dir vorher sagen, wie ich gleich verschwinde? Ich kann dir sagen, wenn du willst. Ja, dann brauche ich ja nicht mehr kommen. Weißt du, ich weiß, das bockt dann ja nicht. Deswegen, ich verstehe beide Seiten und Gott sei Dank kann ja jeder sich das so, da ist auf jeden Fall ein riesen Markt für da, ist ein riesiger Erfolg, ist auch alles cool. Macht ja auch jeder mit, ist auch schön und gut. Aber jeder kann sich ja Gott sei Dank so entscheiden wie du, zu sagen, ey, ich möchte mir gern so meinen Spaß und irgendwie meine Freude daran nicht verderben lassen und das würde das mir ein Stück weit verderben. Und halt die Leute, die sagen, ja, mir ist das egal, ich will das sehen, können das halt auch machen. Als ich dich gefragt habe, was du in Deutschland so vermisst, habe ich eine Sache vermisst. Die habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe gehört, du bist großer Reality-Fan in Deutschland. Guckst du Reality-Shows? Das Ding ist, das wurde so ein bisschen also ja. Ich bin nicht krass up-to-date damit, so. Aber ich habe eigentlich eher so gemeint, deutsches Fernsehen im Generellen. So, im deutsches Fernsehen im Generellen. Einfach, weil ich bin so einer, was ich am meisten gucke, ist YouTube. Ich schaue voll viel so NDR-Dokus einfach. Weiß ich nicht. Rosis Trucker-Imbiss. Das gibt mir einfach so ein Gefühl von Heimat. Wenn ich schon so dieses Intro höre davon und so, da kriege ich einfach so ein Stück Heimat. Also jetzt höre ich gerade viel spanische Musik, aber wenn ich so, keine Ahnung, bei 40 Grad durch Orlando fahre und zum Gym fahre, kann sein, dass da einfach scheißegal von Wolfgang Petri läuft. So, und ich gehe voll ab im Auto, so, weißt du? Das ist so ein Stück Heimat, weil am Ende des Tages bin ich irgendwie so, ich bin einfach ein richtig deutscher Junge, so in voll vielen Sachen. Und ich vermisse auch meine Heimat in voll vielen Sachen, so, ne? Und deswegen halte ich mir immer so ein bisschen so meine Heimat mit so kleinen Sachen, wie eben so NDR-Kram oder keine Ahnung, so. Ich gucke nicht so viel Trash-TV. Ich weiß, das habe ich auch schon öfter gelesen, aber ich gucke nicht so viel Trash-TV eigentlich. Nicht so, dass ich das jetzt nicht interessant finde oder so, aber irgendwie, ja, mich kickt halt, keine Ahnung, die Spiegel-TV-Doku über den Rockerkrieg oder ja, wie gesagt, so NDR oder so. Sowas feiere ich voll. Ich bin ein riesen Aktenzeichen XY-Fan. Ja, Hörst du das? Feiere ich auch. Also ich höre das Hörbuch. Nicht Hörbuch, den Podcast. Podcast, ja. Das finde ich auch mal richtig geil. Also True Crime finde ich auch mal ganz cool. Ich auch, ja. Aber ich feier unseren Coach jetzt. Der ist geil. Ja, der ist geil. Ja. Ich habe gesehen, ich glaube, ZDF hat eine Doku gerade rausgebracht. Ja, genau. Ne? Hast du die schon gesehen? Ja, nee. Doch, ich habe die ersten 5 Folgen habe ich gesehen. Muss ich mir reinziehen. Ist gut. Ja? Ja, geht teilweise sehr, sehr schnell, aber ist eigentlich ist gut. Ich habe nur diese Wutansprache von ihm gesehen. Ja, die da nach Schall gespielt hat. Ja, geil. Aber geil, dass er das kann. Aber ich dachte, der kann das nicht. Der war beim beim Bramfelder Verein. Ja, genau, der kommt von Bramfeld. Genau, Bramfelder SV. Ja, genau. Ich bin auch Bramfelder gewesen. Ja. Geil, Bramfeld, bist du aufgewachsen? Nicht aufgewachsen. Ich bin ja geboren in Pinneberg und dann in Itzehoe bin ich die ersten Jahre aufgewachsen, in Schleswig-Holstein. Und dann sind wir nach Hannover gezogen. Aber sobald ich das selber entscheiden konnte, bin ich nach Hamburg. Nach Hamburg gezogen, weil da der NFC damals war. Ah, geil, ja. Dann habe ich da unterm Ring gepennt ein paar Monate, und bevor ich meine Wohnung bekommen habe. Aber dann Bramfeld. Hellbruckkamp, Bramfeld. Das war meine Ecke. Geil, ja. Ich bin Barmbek auch tatsächlich. Also Stalzhoop, ja. Nein, ehrlich. Ja, da war meine Wrestlingschule. Schwarzer Weg. In Stalzhoop? Schwarzer Weg? Nochmal, Schwarzer Weg. Genau neben diesem Casino. Ja, genau. Ja, genau daneben an. Da habe ich geil. Da war eine Wrestlingschule? Ja. Und da gab es auch diese Tanzschule oben. Ja, genau. Kennst du die? Genau. Richtig, da, ja, genau. Da, ja. Krass. Ja, genau. Und da gab es früher eine Gesamtschule. Ach was. Ganz früher, ja. Die war richtig gut. Die ist aber irgendwann geschlossen worden, weil es zu wenig Anmeldungen gab. Weil die gesagt haben, wenn du dich irgendwo bewirbst und dann sagst Gesamtschule Stalzhoop, dann bist du immer nach hinten. Ich bin da auch zur Berufsschule später gegangen. In Steilo. Ah, krass. Hinten, weißt du? Da ist doch die Berufsschule. Ja, genau, ist die Berufsschule. Ja, genau. Ja, genau, da bin ich auch. Ich habe mein Abi am Wirtschaftsgymnasium gemacht. Das ist Rübenkamp. Ah. Kennst du dieses große Gebäude? Klar, S-Bahn. So. Ja, genau, direkt am S-Bahn. Ja. Musst du immer vorbei, wenn du zum Airport. Ja, genau, am Airport, genau. Ja, da hast du dieses große Ding. Das war auch voll die hässliche Schule. Krass, Digga, wir kommen von der gleichen Ecke. Ja, komplett, ja. Heftig. Ja. Heftig. Ich hab gerade gehört, ahnst du noch Leset? Den Dönerladen an der Fuhle?
War immer unser Dönerladen. Der hat dann zugemacht und jetzt hat er wieder aufgemacht anscheinend. Ach geil, nee, die kenne ich glaube ich nicht. Muss ich mal wieder hin. Aber bist du mal durch dieses Stalzhoop-Zentrum mal gelaufen? Das ist auch total schade. Mal Brötchen geholt. Früher war richtig geil, jetzt ist komplett leer. Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal da warst. Ja, das war damals schon ein bisschen tot. Ja, genau, aber jetzt ist schon, komplett tot. Aber da sind wir immer hingegangen, haben uns morgens die Brötchen geholt und so, beziehungsweise in der Pause schnell hingegangen, haben uns da die Brötchen. Da gab es an der einen Seite so einen Krockladen. Der war auch ganz geil. Ja, der war an der einen Seite. Hier verstehen das viele auch nicht, sagen Krog ist Baguette, aber Krog ist Krog. Nein, Krog ist Krog. Ja, genau, das ist das Ding. Ne? Das checken die aber nicht, ne? Franzbrötchen ist auch Franzbrötchen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen anders noch. Man sagt irgendwie, ja, Baguette meinst du? Sag ich, nee, ich meine Krog, das ist was anderes. Ja, das war nur Hamburger. Ja, das ist halt so. Ach krass, ich wusste echt, ich habe gar nicht gewusst, also du hast ja gesagt aus Hamburg, aber ich habe nicht gewusst, dass wir genau aus der gleichen Ecke kommen. Nee, krass, ne, ja genau. Hier kommst du in Stalzhoop, ne? Und dann ist ja auch ganz geil, weil du bist in Pinneberg geboren. Und ich wohne jetzt, also meine Familie, ich bin da später mit 18 hingezogen, Norderstedt. Ach was? Ja, genau, Norderstedt jetzt. Ach was? Ja, genau. Da bin ich damals mal in Norderstedt, mal so in den jungen Jahren sind wir ins Albtraum gegangen. Ah, Albtraum, ja, genau. Direkt neben dem Herold Center. Ja, normal, ja. Krass, heftig. Also, wo ich nicht hinziehen würde, wäre ja so unten ab Harburg. Ist für mich auch nicht Harburg mehr, ist ja auch nicht mehr Hamburg. Genau. Unterhalb der Elbe ist kein Hamburg mehr. So ist unterhalb der Elbe ist nicht mehr Hamburg für mich. Ja, genau, für mich auch. Ja, normal. Das verstehen die auch nicht, weil hier ist ja so linksrheinisch und rechtsrheinisch. Ne? Und die einen sagen, hier rechts ist richtiges Köln, links ist richtiges Köln. Und dann sage ich, nee, in Hamburg ist anders. Ja. Da ist einfach unter der Elbe ist halt kein Hamburg mehr. Das ist schon Buxtehude. Ja, genau. ja, genau, Stade Buxtehude. Hamburg ist nicht mehr Hamburg für uns. Richtig, das mögen die nicht gerne hören, aber das ist für uns leider so. Ne? Obwohl mich würde interessieren, wie du Auto fährst. Weil, nicht wie ein Pinneberger. Ja, deswegen. Das sind doch die schlimmsten Autofahrer in ganz Deutschland. Das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe meinen Führerschein erst in Amerika gemacht, weil, weißt du, wie das bei uns so ist, so vom Ding. Ich habe gelebt im 177er, von Helmwood-Kampf nach Barmbek und dann irgendwie mit der S1 zum Berliner Tor. Brauchst du bei uns nicht. So, und bei mir war auch damals so, ich hab ja nur Wrestling gemacht. So, ich habe echt nur so das, was ich irgendwie machen musste, gemacht. Habe meine Ausbildung bei Otto gemacht damals, auch in Bramfeld beim Otto-Versand. Da habe ich meinen Studentenjob, war bei Otto Kommissionierer. Ach was? Ja, ich habe da kommissioniert. Ja, ich habe da. Heftig, dass wir uns nie getroffen haben eigentlich. Ja, ne? ich habe da, welches Jahr war das? Warte mal, lass mich überlegen. Das müsste 2011, 12. Ich habe 2012 angefangen. Krass, ja genau, das war genauso. 2012 da habe ich angefangen, 2015 war ich fertig. Und ich habe dann so ein Jahr, glaube ich, habe ich dann irgendwie kommissioniert unten. Da war ja immer dieses, irgendwie hast du einen Zettel bekommen und dann das ein bisschen rumgelaufen mit dem Wagen und dann, ja genau, das habe ich mindestens ein Jahr gemacht. 2011, 12 so die Richtung, ja. Gute Firma. War ich am Ende nicht mehr so gut drauf zu sprechen, weil die mich nämlich dann am Ende, kurz vor meinem Ausbildungsende, wollten mich beurlauben. Weil ich immer krank gemacht habe am Freitag und am Montag, weil ich halt zum Wrestling gefahren bin. So, ne? Das war mit WXW damals, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann kam ich irgendwie morgens um, keine Ahnung, 5 Uhr vollkommen platt kaputt an. Und dann habe ich immer schnell direkt angerufen, weil vor 8 war da irgendwie keiner, ging der Anrufbeantworter ran. Dann habe ich schnell die Personalnummer durchgegeben, habe gesagt, ich bin krank. Jedes Wochenende mehr oder weniger. Und irgendwann haben die das gecheckt. Und dann war ich aber kurz vor Ausbildungsende. Und da waren die echt link zu mir, weil dann wollten die so, haben mich so echt gepressured, dass ich so ein Wisch unterschreibe, dass ich irgendwie auf den Rest des Geldes verzichte, so mäßig. Und Gott sei Dank habe ich damals so gesagt, ich unterschreibe erstmal gar nichts, ich überlege mir das mal. Habe mich dann mal schlau gemacht und das ging gar nicht so. Ne? Das war, die können mich freistellen, aber die müssen mich schon weiter zahlen. Und die wussten auch, wie es mir so ging, finanziell und so, weil die mir auch voll viel geholfen haben. Die Firma ist eigentlich cool, so, ne? Aber damals so da die Personalentwicklung, das war schon ein bisschen, das war eklig. Deswegen immer, wenn ich da jetzt vorbeifahre, einen Kollegen, der wohnt nur ein Stück weiter, im Maimorweg da, geht direkt am Dorfplatz. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich so, ihr Sucker, das vergesse ich euch nicht. Die waren auch gut zu mir, aber am Ende hat das leider ein bisschen unschön geendet. Sowas vergesse ich nicht. Wussten die, dass du zum Wrestling-Training gehst? Also hast du es offen gespielt? Die haben bei Facebook meinen Tourplan gecheckt und haben dann halt die Daten so zurückverfolgt und haben mich eingeladen auf einen Termin so mäßig und dann mir das so vorgelegt. So, erzähl mal. Ich so, ja, was soll ich dir sagen? Mein Krankheitsgrund muss ich ja nicht rechtfertigen für euch. So. Vielleicht habe ich ja was, ihr wisst ja nicht, was ich habe. Heißt ja nicht, dass ich irgendwie nicht catchen kann. Das ist natürlich Quatsch, da wollen wir nicht drüber reden. Ne? So, aber ja,
Ist ein bisschen unschön auseinandergegangen dann. Aber hast du sauber abgeschlossen trotzdem? Also sauber abgeschlossen, auch überraschend gut die Abschlussprüfung tatsächlich bestanden, hätte ich nie gedacht. Aber in meinem Leben, ich muss echt dazu sagen, so alles, was ich immer machen musste, ich habe so wenig wie möglich dafür getan, habe es aber immer viel besser dann irgendwie geschafft, als ich gedacht hätte, außer beim Wrestling. Leute, die mich nur vom Wrestling kennen, sind immer voll überrascht, weil die denken, dass ich so voll der organisierte Typ bin, bei mir alles so gerade steht, super, super neat und so. Gar nicht. Ich bin Chaot, ich bin voll unorganisiert in ganz vielen Sachen. Jetzt gezwungenermaßen heutzutage mit dem Schedule, den ich habe, muss ich ein bisschen tighter sein mit dem ganzen Kram so, aber eigentlich von Natur aus bin ich so ein bisschen so ein Schlumpi. So, und außer beim Wrestling. Beim Wrestling war immer, da gab es nie Wenn und Aber, immer 101%, immer alles mitgemacht, Vollgas, aber eben auch nur da. Weil ich hätte das jetzt tatsächlich auch gesagt, du bist sehr, sehr strukturiert. Weil kann man ja sagen, wir waren ja vorher im Austausch, ne? Wann machen wir das, wann kommst du, machen wir das, wir hatten nochmal eine Option, machen wir das vor Publikum, machen wir es ohne Publikum und so. Und das war immer alles relativ straight und relativ organisiert. Und irgendwann war es ja auch so, dass ich gesagt habe, ey, wenn du weißt, wann du nach Deutschland kommst, dann sag mal Bescheid. So, dann habe ich mich auch ein paar Mal nicht gemeldet, weil ich dachte, ich will jetzt auch nicht auf den Sack gehen. Nee, und dann kam aber von dir selber so, okay, ey, jetzt weiß ich das, ich kann da und da. Wo man so dachte, ey, krass, der hat das irgendwie alles noch auf dem Schirm, obwohl so ein Podcast in Deutschland wahrscheinlich für dich noch eine kleine Nummer ist, weil du hast ja noch ganz andere Termine, die wahrscheinlich viel wichtiger sind. Ja. Aber dass ich dachte, ey, der hat das immer noch auf dem Schirm und hat das immer noch, okay, jetzt habe ich meine Tourtermine, ich wollte dahin, jetzt gebe ich ihm den Termin durch und dann fahre ich dahin und so. Das war alles irgendwie so krass strukturiert. Ja, ich habe das gefeiert, wie du mir das erzählt hast und so und habe irgendwie auch dann gesagt, da habe ich Bock, das zu supporten und da dabei zu sein. Das ist nice. Ich bin jetzt gerade in Deutschland, das ist sich wieder gut ausgegangen und so. Und feiere ich deswegen. Ich habe Bock. Ich fand es deswegen, ich habe es ja von persönlich schon gesagt, ich finde es richtig krass, weil du hast ja einen krassen Terminplan und du musst wahrscheinlich jede Sekunde gefühlt nutzen, um die Family zu treffen, um Freunde zu treffen. Ja. Und dass du dann sagst, ey, ich habe die Zeit in Deutschland und ich komme hier nochmal kurz vorbei. Ey, wirklich, ich fühle mich richtig krass geehrt, wirklich. Ich danke dir, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freut mich wirklich, hier zu sein, das ist schön. Und du bist ja tatsächlich in den USA ein viel größerer Star als in Deutschland eigentlich, ne? Oder wie? Ja, das Problem, man kann das nicht vergleichen, einfach weil WWE in Amerika einfach ganz anders ist. Sobald du bei der WWE bist, hast du eine Strahlkraft, das ist unglaublich. Wir können nirgendwo hingehen. Es ist wirklich heftig. Es kommt mir ein bisschen auf die Stadt an, ob du eher in einer großen Stadt bist, eher in Miami oder irgendwie, keine Ahnung, in Huntsville, Alabama oder so. Aber gerade wenn ich auch mit Gunther unterwegs bin, du kannst nirgendwo hingehen. Wir wurden schon gerade in dem Fall eher angesprochen, auf der Toilette im Airport, irgendwie gerade am Pissoir und der lehnt sich rüber. Ja. Hallo Ringgeneral. Digga, was ist los? Aber ich muss dazu sagen, jetzt auch in Deutschland, gerade so die letzten 2 Jahre, ist auch schon heftig geworden. Also ich habe Deutschland immer noch mal so genutzt, dass ich hier so ein bisschen sein kann, wie ich bin und mit meinen Jungs auch so ein bisschen Gas geben kann, wie ich bin und das geht heute nicht mehr. Also ich muss schon aufpassen jetzt, so was ich in der Öffentlichkeit mache und so weiter. So, wenn man mal auf dem Kiez ist oder so, ne, also dauernd irgendwo, überall, irgendwie mit einem Drink in der Hand und dann können wir ein Foto machen, ja, mal. Gar nichts los, so, weißt du, da muss man aufpassen, das ist schon echt in den letzten 2 Jahren ganz krass hochgegangen, hat natürlich damit zu tun, dass WWE immer größer wird, aber hat natürlich auch was damit zu tun, dass da deutschsprachige Leute dabei sind, so. Und dann gehst du jetzt nach Mexiko zum Beispiel, Mexiko ist verrückt. Mexiko ist crazy. Ich war jetzt gerade 2 Wochen da und wir sind im schönen Hotel oben auf so einer Rooftop-Bar und da kommt der Security-Dude auf uns zu und sagt, weil ich eine Story gemacht habe, nicht mal mit Standort oder so, einfach nur so vom Essen, dies, das. Er sagt, Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber unten stehen irgendwie 30 Fans in unserer Lobby und die gehen nicht weg. Können Sie bitte kurz runtergehen, mit denen ein paar Fotos machen, dass sie abhauen und so. Das ist, in Mexiko ist das wie bei uns HSV. Wie bei uns Fußball. Das ist so richtig, also Fußball ist immer noch ein bisschen größer in Mexiko als Wrestling, aber das ist so tief in der Kultur drin, das kennt jeder. Von 8 bis 80, jeder kennt das. Egal wo du hingehst, hast du die Lucha-Masken von den ganz großen Leuten. Blue Demon, El Santo, Perro Aguayo, so diese ganzen Legenden, jeder kennt die da. Das ist wie bei uns, als ob du fragst, kennst du Wolfgang Petri? Ja, normal, jeder kennt den. Ja. So, aber das ist da auch so. Das ist voll krass. Feiere ich auch voll, deswegen liebe ich auch voll, da momentan zu sein, weil du merkst, die Leute lieben das. Das ist voll geil.
Du fährst jetzt zum Beispiel jetzt auch selber in Deutschland auch noch Bahn und so, ne? Also da eigentlich nicht so gerne. Tatsächlich heute das allererste Mal. Ich feiere hier Auto zu fahren, weil in Amerika Autofahren Katastrophe ist. Ich habe jedes Mal Angst um mein Auto, wenn ich da fahre, gerade in Florida. Florida ist so ein bisschen, was bei uns Pinneberger sind. So. Katastrophe, wirklich der wilde Westen, was ich da schon gesehen habe. Aber der Weg von Hamburg nach Köln ist eine Katastrophe. Absolut. 100.000 Blitzer. Jedes Mal kriege ich von der Autovermietung irgendein Dings hier geblitzt, da geblitzt. So, das ist richtig schlimm. Und deswegen habe ich heute mal gesagt, ich probiere das heute mal aus. Und ist auch ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Deutsche Bahn, Kompliment, war okay. Sehr gut. Ja, nur 10 Minuten Verspätung oder so. Nur 10 Minuten Verspätung. Ja. Gibt es auch 1000 Sachen, über die ich noch meckern könnte. Ich verstehe nicht, warum Stauraum da ein Problem ist. Kann ich nicht nachvollziehen. So nach den ganzen Jahrzehnten, wo wir Bahn fahren hier. Das kann nicht so schwer sein eigentlich. Aber ja, war eigentlich angenehm, war entspannt. Meist halt auch schneller unterwegs jetzt so. Ne? Mich nervt es jetzt, dass ich jetzt hier kein Auto habe, weil seitdem, weiß ja wie das ist, seitdem man ein Auto hat, denkt man so, klar willst du ein Auto haben. Ja. Ganz einfach so, ein bisschen mobiler, dies, das, bla. Klar, ja. Aber jetzt von Zeiten von Uber und so weiter geht das auch schon klar, ist okay. Ich danke dir, dass du hier warst. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Es war wirklich ein sehr geiles Gespräch und ich kann dir wirklich sagen, ich habe inzwischen auch echt viele Wrestler in Deutschland kennengelernt und jeder, der von dir spricht, das ist so krass. Also jeder sagt immer, unser Marcel ist bei der WWE und so. Deswegen, ich drücke dir so doll die Daumen, dass es noch steiler nach oben geht, als es eh schon ist. Weil ohne Spaß, ich glaube, wenn du irgendwann einen Titel holst oder irgendwann bei WrestleMania einen Kampf hast oder so, das fühlt sich für uns so an wie so ein Weltmeistertitel. Wir haben den auch gewonnen. Und deswegen gönne ich es mir, indem ich es dir gönne. Krass. Wirklich, drück dir alle Daumen. Du bist einfach ein fantastischer Typ. Wirklich richtig geil. Danke, dass du hier warst. Ich bedanke mich. Vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet mir echt viel. Immer gerne wieder und ja, vielen lieben Dank. Danke und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.